Wie jetzt zu Ihnen, mein Fräulein, so bin ich früher am liebsten zu den schönen Fräuleins neben der Kirche gegangen. Und nicht, weil ich der Kirche gehuldigt hätte, sondern weil dort neben dem Pfarrhaus so ein Laden war, ein Geschäftchen, in dem ein gewisser Altmann gebrauchte Nähmaschinen, amerikanische zweifedrige Grammophone und Handlöcher der Marke Minimax verkaufte. Und dieser Altmann lieferte nebenberuflich Schönheiten an die Wirtshäuser und Bars des ganzen Bezirks. So noch Fräuleins, die oft bei Altmann im hinteren Stiebchen nächtigten oder, wenn der Sommer kam, ein Zelt im Garten aufschlugen. Und dann spazierte der Herr Dekan gern am Zaun entlang, denn die Damen hatten ein Grammophon laufen. Sie sangen und rauchten und ließen sich von der Sonne braun brennen. War das eine Herrlichkeit, wie im Himmel sah es dort aus, wie im Paradies. Und darum machte der Herr Dekan so gern Inspektion am Zaun. Immer kam ich toll angezogen hin, in gestreiften Hosen wie ein Bankbeamter. Und wie ein Diplomat saß ich auf so einem Minimax, die Sonne schien und die Fräuleins lagen in Badeanzügen auf ihren Decken. Es waren ihrer 6 und alle hatten die Finger hinter den tupierten Frisuren verschränkt und alle schauten geflissentlich zu den Wolken hinauf. Ungeniert boten sie ihre Körper den Männern zur Augenweide, aber ich, weil ich empfindsam war wie Mozart und ein Bewunderer der europäischen Renaissance, blinzelte wie ein Krokodil mit einem Auge in den Pfarrgarten zum Herrn Dekan, mit dem anderen nach den gekreuzten Beinen, mit denen meine Schänen unaufhörlich wippten, und an mir krochen die Ameisen hoch. Na, wem passiert's denn schon, dass er so viel Schönheiten auf einmal beisammen hat? Nur dem Kaiser oder dem Sultan. Darum habe ich den Damen erzählt, was für einen günstigen Traum ich hatte, dass ich träumte, wie der Bäcker die Brotlaibe in den Backofen schob und dass das Gewinn in der Lotterie heißt. Leider hatte ich kein Los, doch eine Bäckerei wie die in meinem Traum, das bedeutet nächtliche Lustbarkeit. Aber was heißt schon Lustbarkeit? Havlicek und Christus, die haben nie gelacht, im Gegenteil, die haben eher geweint. Denn wenn einer Vertreter hoher Ideale sein will, darf er keinen Blödsinn machen. Der Witz jedoch bei allem ist, liebes Fräulein, dass sich einer auf sich selbst verlässt und nicht auf die Eltern. Wie der Manuch, dem es völlig reichte, dass sein Vater Gefängniswärter war, und deshalb tat er nichts anderes als saufen und schlechte Erfahrungen sammeln, was bloß zu Raufereien führt, wie im alten Österreich. Der Streit zwischen den Sozialdemokraten und Freidenkern und Klerikalen. Die einen meinten, dass die Welt aus dem Affen entstanden ist, die anderen, dass Gott den Adam aus Lehm zusammengeklatscht und aus seinem Darm Eva gemacht hat. Da hätte er sie gleich aus Lehm kneten können. Das wäre billiger gewesen, aber das ist ja doch alles Blödsinn. Damals war die Welt menschenleer wie ein Stern. Die Leute müssen halt immer zu allem ihren Senf dazugeben. Und sowas kann ein böses Ende nehmen. Jesus Maria, der Kronprinz hatte sich die Syphilis geholt und die Wetscherer knallte ihn ab und die wieder schoss der Kutscher. Oh, die Fräuleins werden zugeben, dass sie bei lebendigem Leib begraben wären, wenn sich der ihrige auch die Gießkanne verborgen hätte. Ich dagegen, als ich bei der herrlichsten Armee der Welt diente, ich habe zum Stabsarzt gesagt, Herr Doktor, ich hab's auf der Brust. Aber er antwortete nur, ich auch, Junge, wenn wir von deiner Sorte 100.000 hätten, dann schlägen wir die ganze Welt. Noch für Geld kriegte man damals alles, auch schöne Fräuleins. Egal, ob einer bucklig war oder schon das Rheumatische hatte, doch für Geld konnte er sich die Schönste kaufen. So ist nun mal der Lauf der Welt durchs Universum. Und ich, der ich auf Kaiser und Präsidenten schwor, bin immerfort Sieger, habe immerfort meine Zauberhände, wie ein Operateur oder Doktor. Ein Schuster hat immer feine Hände, sogar professional nannte man mich. Batja, der berühmte Schuhkönig Batja selber, schickte mir ein Dekret, damit ich bei ihm arbeite, damit ich ihm seine Firma auf die Beine stelle, eine ganze Stadt. Die Baronin Pschizowa, die bei uns ihre Milch holte, schaute mich an, dann senkte sie den Blick und fragte, sind Sie nicht auch ein Adliger? No, das war wohlgemerkt eine noble Dame, ein Gesicht wie die Kätzchen auf den Schokoladetafeln. Wie man sieht, wusste Christus, der Völkerdoktor und Stütze der Armen, schon immer, dass der Mensch zur Schuftigkeit neigt und gleich darauf zu tränen. Das allein gab ihm die Kraft, für alle den Balken auf den Buckel zu nehmen und 2 Kilometer weit nach Golgatha zu schleppen, zerschlagen und blutig von oben bis unten.
Und dass Christus die Nächstenliebe wollte, die Disziplin, also nicht die Liebe auf dem Kanapee, das verwechseln viele Tölpel, die nicht ganz bei Trost sind. Ich darf mich da loben, ich, der ich immer eingedenk Havliceks handelte und als Schuster Ingenieur des Menschenfußes war. Doch es machen eben Idioten und Trinker die öffentliche Meinung. Die sollen erst mal sowas fertigbringen wie der selige Massarik. Mit 70 auf dem Pferd eine Levade hinstellen oder wie die tibetanischen Mönche, die sich ein Elektrizitätswerk bauten, um im Kloster den lebendigen Buddha anzuleuchten, oder wie der Herr Professor Einstein, der das Atom-U-Boot erfunden hat, oder wie die Russen, die rund um die Welt Flugversuche mit Dieselantrieb machen und dabei so schnell sind, dass sie schon gleich nach dem Start bremsen müssen und ein Tachinierer sagen konnte, die Zeit ist nicht fern, wo bei solch einer Reise um die Welt der Diesenflieger selber seinen Schwanz zieht. Aber noch immer ist es die Hauptsache, ein Mensch haust nicht im Stall und bringt uns schönen Blümchen. Ein Professor hat einmal zu mir gesagt, wir haben Österreich nie richtig zu schätzen gewusst. Wir haben die Freudenhäuser nicht richtig zu schätzen gewusst. Unsere Männer waren vor Kraftüberschuss ganz nervös. Na freilich, freilich. Ihnen mache ich noch Schuhe. Diese Vergrößerungsgläser klemme ich mir dazu vor die Augen. Stiefelchen der Form KB, Ziernähte, weißes Futter, weiße Brandsohle, Viererschnitt, Schnitt Derby Barisa, ein paar mit weißen Einlegteilen und lackierten Absätzen, Steckel 2 Zentimeter, vernickelte Esen und Hacken aus Zelluloid, Messingstifte und Messingschreibchen, damit die Sohlen halten. Noch heute reiten mich alle Teufel, wenn ich die Garantie des Eheglücks sehe, den wohlgestalten Frauenleib. Damals haben die Sokols mein Haar mit der Brennschere onduliert, haben mir Sokolkleidung geliehen, die Wiese war voller Sokols, auf den Bäumen wehten Fahnen, mir stand die Montur wie dem Präsidenten, eine Reihe Schimmel und dahinter eine Reihe roter Pferde. 2 Schäne zerrissen sich wegen mir gegenseitig die Blusen, doch ich war belesen durch die Schrift des Herrn Battista, der meinte, dass der Mensch, dem nichts heilig ist, leicht sündige, und dass die einen Frauenzimmer an der Liebe kranken und die anderen am Geld. Viele an beiden. Manche aber sind auf Ausschweifungen aus, ja sogar auf gewisse Steckenpferdchen, auch auf Künstler. Die Ehe jedoch, die soll so sein, wie es sich Meister Jan Hus wünscht. Mädchen, reiche dem Burschen nicht das Bein, bevor du erkennst, was für einer er ist. Das Beste freilich bleibt immer, die uns anvertrauten Prinzipien zu beherzigen. Wie der heilige Wenzel, der so gern Wein pflanzte, im weißen Hemd auf einem Schimmel ritt und an die Armen Geld verteilte wie irgendein Sozialinstitut. Die Neger dagegen sind eher Dichter, also die glauben nur an das Fressbare und Brillen und Hüpfen. Ihr König sitzt nackt auf dem Thron und hält eine Mistgabel in der Hand. Ihre Königin hat bloß einen Lappen umgewickelt, damit sich die Fliegen nicht auf ihre Kokosnuss setzen. Und wenn denen einer wegstirbt, dann begraben sie die eine Hälfte und verschnabulieren die andere, sodass der forschungsreisende Holub lieber schnell auf dem Velociped davon fuhr. Die Radrennfahrer aber, die jagten nach Warschau. Gewonnen hat's der Krula, 22, genauso alt war ich, als ich in Prosnitz vor der Firma Weinlich stand. Hoflieferant mit einem Adler über dem Eingang. Jude, goldener Zwicker, schick und parfümiert, unterm Arm ein Buch und im Mund eine Kuba-Zigarre. Und ich stand da, wie vom Schwurgericht, ein paar Schuhe zum Vorzeigen in der Hand. Da sagte Weinlich, die Schuhe haben Sie selbst gemacht. Wie viel Dutzend können Sie mir pro Woche liefern? Und ich sagte, 2 Dutzend, Herr Weinlich. No, ich ging fort wie Montgomery, der bescheidene Sieger von Tobruk, die ungeheure Ehre, für einen Hoflieferanten zu arbeiten. Das ist das Gleiche, wie heute mit dem Besitzer des Ordens der Arbeit zusammenzuarbeiten. Ein Hoflieferant, der hatte Medaillen und auf dem Schild einen Adler mit ausgespannten Flügeln. Kafka und Dvorak nähten dem Kaiser Kleider und Schuhe und den Herzögen auch. Für Wurstwaren waren Wimmetal und Popelka Spezialisten. Schinken über Schinken lagen in ihren Auslagen zwischen Fichtenbäumchen und Asparagus. Sehen Sie, darum gehe ich öfters einmal auf den Friedhof. Doch die jungen Burschen dort, anstatt zu arbeiten, da schlafen sie hinter den Grabsteinen und ich tolle als 70er hier mit ihnen herum, wie der Kaiser mit der Schratte, was? Und traue mir zu ihnen.
rote Lackschuhe zu machen, wie ich sie einmal der Schwester vom Dr. Karafiat gemacht habe, die eine große Schönheit war, nur dass sie ein Glasauge hatte, was sehr unangenehm ist, weil man nie weiß, was damit passiert. Ein Mützenmacher aus Prosnitz erzählte mir gelegentlich, dass er mit so einer, mit Glasauge, einmal im Kino war, dass sie niesen musste und dass das Glasauge herausgeflogen ist. In der Pause haben die beiden es gesucht und als sie es unter einem Sitz gefunden hatte, putzte sie es ab, hob das Augenlid, flups, ein paar Mal kurz geblinzelt und erledigt war die Sache. So habe ich die Schusterei an den Nagel gehängt. Dauernd dieses Magendrücken, alle Augenblicke schneidet man sich schier mit dem Kneip halb entzwei und habe Melzer gelernt. In Ungarn war ich auf Wanderschaft. Ach, gibt es in Ödenburg eine wunderbare Brauerei. Das rote Gebäude mit weißen Verzierungen, grünen Fenstern, wie in Tirol. Innen alles gekachelt, neben jedem Fenster eine eiserne Leiter, damit die Feuerwehrleute im Brandfalle hinauf und hinunter klettern können, wie die Affen in Dresden. Budapest, ist das eine Pracht. Die eine Gasse weiß mit roten Fenstern, die andere grün mit gelben Fenstern und blaue und goldene und gesprenkelte Gassen, was weiß ich. Sogar im Krieg war das Brot dort weiß wie Buchteln. Horthy, der Admiral, ließ die Marine zusammenschießen, die der Matuschek kommandierte. Man hat den armen Schluckern die Augen verbunden, weil es ein Aufstand war. Auch Meiterei genannt. Fürs Bier, mein Fräulein, darf die Gerste nicht vom Regen durchnässt sein. Und wenn das erste Anzapfen ist, kommt der Präsident persönlich zuschauen und kosten. Eine Näherin namens Huschakowa, als ich sie über die Geschlechtsheilkunde belehrte und dann über die Kunst, in der es am wichtigsten ist, Lücken zu füllen, das heißt, etwas anderes zu schaffen, als vorher gewesen ist. Also diese Näherin wollte gleich, dass wir ins Wäldchen gehen, um eine Lücke zu füllen. Aber ich sagte, das kann jeder doch etwas machen, was es noch nicht gibt. Darauf kommt es an. Die Weiber sind immer so direkt. Allerdings bleiben Lagerbiere ein halbes Jahr in gepichten Fässern. Der süßliche Pardubica Porter hat 18%, genauso viel wie heute der Nussler Senator. Der Brina Drache hat 14%, ebenso der Branica Spezial oder der Budweiser Kristall. Ach, mein Fräulein, die berauschende Vollmundigkeit, die bitteren Pilsner Biere, Prestreu, die Kardinale und malzigen Biere von Fleck und Thomas. Das ist ja gerade der Jammer, dass der Fortschritt zwar gut ist, damit die Menschen Menschen sind, aber fürs Brot und die Butter und das Bier ist der Fortschritt die reinste Pest. Auf diese Dinge sollte man mit der Technik verdammt langsam losgehen. In den alten Brauereien, da wurde das Bier in Kupfer gebraut. Unterm Kessel brannte Scheitholz, die Flamme ging durchs Kupfer und karamellisierte das Bier. Habe ich ein Gedächtnis? Na, ist das eine Freude? Je älter, desto besser. Darum ist der Kaiser auch lieber mit dem Landauer gefahren als mit dem Auto. Und am liebsten hat er Wein getrunken. Gestorben ist er ja auf dem Abort. Doch mit der Schrat, die europäische Renaissance pflegen, das hat er gekonnt. Ich bin in Hitzing Wache gestanden und habe den Kaiser gesehen. Die Schrat stand auf der Leiter und zog Stecknadeln heraus und der Kaiser guckte ihr wie Goethe unter die Recke, während er die Leiter hielt und Hilfestellung gab. So eine noble Familie war die kaiserliche Familie. Aber Malheurs gab's bei denen. Die gleichen wie in anderen Familien. Das Söhnchen, der Kronprinz, musste die belgische Prinzessin Stephanie heiraten. Gespitzt jedoch hat er auf die Vetschera, diese Schönheit mit den riesigen Brüsten und Augen. Das Ende war dann eine allgemeine Schießerei. Der Kaiser, der fuhr lieber zur Gamsjagd nach Ischl. Dabei trug er Kinderhosen, solche mit Zugbrücke. Er hatte die Leute gern und aß Rindfleisch. Während seiner langen Regierungszeit machte er nur einmal Inflation und ließ Schlosserig und Hugo Schenk aufhängen. Ja, meiner Mutter gab er als Stiftung 25 Gulden. Die Mutter, wenn sie Kraut stampfte, hatte weiße Fußsocken an. Bei uns waren gerade Manöver, die des Kaisers Onkel, ja, ich glaube, es war Onkel Albrecht, befehligte, der mit den vorstehenden Zähnen. Nun nachher holten wir noch 2 Schubkarren voll Gras für unsere Kuh. War das ein scheißlicher Krippel, diese Kuh. Aber sie hatte 15 Kälber gehabt. Die ganze Gasse kam zu uns Milch holen. Und als die Kuh starb, weinte die Gasse. Bloß, dass die Kuh weder Zug noch Velociped sehen durfte, weshalb wir ihr Scheuklappen umschnallten.
Na, die Kirche hat sich 1000 Jahre mit dem tschechischen Volk herumärgern müssen, um die Leidenschaften zu dämpfen. Doch wer will etwas gegen die Völker ausrichten? Die halten sich eher an die Schrift des Herrn Battista, wo es über die Garantien des Eheglücks heißt, dass an einem Mann, der ein schönes Weib sieht, gleich die Ameisen hochkriechen und dass er sofort überlegt, wie er die Dame ins Bett bekommen könnte. Der Dichter Bondi meint dazu, das eben sei die Sehnsucht, nämlich Frauen aus der vertikalen in die horizontale Lage zu bringen. Eigentlich ein geometrisches Problem und er, obwohl Dichter, habe jetzt wegen der horizontalen Lage 2 Kinder, die er überall hin im Kinderwagen mitnehmen müsse. Meine Mutter, freilich, war eine Heilige. Sie erzog uns eigenhändig. Für die damalige Zeit konnte sie als Aktivistin im Riebenbau gelten. In regenarmen Zeiten begoss sie ihre Rieben mit Bachwasser, sodass sie so groß wie Kücheneimer waren. Tja, ein Meister für hohe Ernteerträge war der Meitnei. Er hatte als Korporal bei den Ulanen gedient. Sein Eliasbart steckte sommers im Hosenbund, winters trug er ihn als Schal. Ein Schinder war das, der in einem Zug im Wald durcharbeitete, kurz betete, gleich wieder mit den Frauen aufs Feld jagte, mit den Kühen umherrannte, die Frauen mit gutem Beispiel und mit der Peitsche aufmunterte. Solch einer würde dem Herrn Präsidenten heutzutage Freude machen, wenn es nur 200.000 von der Sorte gäbe. Zu Österreichs Zeiten aber waren die Menschen zum Teil schrecklich reaktionär. Ein Tölpel arbeitete mit der Hacke auf dem Acker und hackte sich den Daumen ab, weil er meinte, es sei ein Engerling. Der Lehrer Lattal drosch und schlug die Schüler mit den Köpfen gegen die Tafel, weil die Birschen geometrische Formenkunde nicht beherrschten. Pfarrer Bohumil, der packte sie am Genick und schüttelte sie wie Karnickel, weil sie nicht begriffen, dass die Gnade in Gottes Natur liegt und übernatürliches Verdienst ist. Deshalb musste der Herr Pfarrer auch in einem fortbeten, um nicht böse zu werden. Der ließ nämlich Kelch sein und ohrfeigte die Ministranten und setzte dann die Messe fort. Das war die österreichische Disziplin, die auf Parade und Farben hielt. Noch der Erzbischof trug ein violettes Käppchen und einen violetten Rock. In dem bedeutenden heiligen Petrus hängte man mit dem Kopf nach unten ans Kreuz, aber der Papst, sein Nachfolger, der geht im Lateran und Vatikan umher, in den 1000 Zimmern und muss Touristenmarkierungen haben, damit er sich nicht verirrt. Mit den Kardinälen unterhält er sich nicht über tätige Nächstenliebe, sondern über Valuten und katholische Grundsätze. Das sind, Fräulein, die Fenster zur Welt. Die Sportschau von heute, die Tore, Punkte, Sekunden. Noch wie das selige Strauß den Grundsatz pflegte, dass einzig erhabene Melodien die Welt beherrschen sollen, damit es eine Gefühlsverfeinerung gibt. Die europäische Renaissance, um die sich Themistokles und Miltiades und Sokrates und Goethe und der Mozart so sehr bemieten, dass heutzutage, wer einer schönen überdrüssig geworden ist, nicht mehr sagen kann, Fräulein, küssen Sie Ihre Zeh, adieu. Die Verfeinerung besteht nämlich darin, dass man etwas komponiert oder ein Gedicht zum Abschied schreibt und dieses zusammen mit einer Blume überreichen lässt. Außerdem, mein Fräulein, träumt der romantische Mensch verfeinert, hat er Durchfall im Traum, bedeutet das Huldigung in der Gesellschaft, die Gattin im Traum sterben sehen, bringt die Erfüllung geheimer Wünsche. Bei uns begann ein Ofensetzerlehrling zu heilen, als man ihn auf dem Billardtisch mit einem Fräulein anlernte. In einem anderen Fall erwies sich die Hilfe einer Bardame als ausgezeichnet. Da war nämlich einer geisteskrank und wenn es ihn überkam, rief er, Mami, Mami, was ist mit mir geschehen? Worauf seine Mami sofort 100 Kronen nahm und eine Fäsche aus der Bar holte, aber ihr Söhnchen fiel immerzu von der schönen Helferin wieder herunter, sodass ihm Mami beistehen musste, wenn sie bis zum nächsten Ruf, Mami, Mami, was ist mit mir geschehen, eine Weile Ruhe haben wollte. Ja, ich warte immer die Form. Obwohl Schuster, trug ich Zwicker und einen silberbeschlagenen Spazierstock. Das kam, weil damals jeder wie ein Komponist oder Dichter aussehen wollte. Heutzutage ist es genau umgekehrt. Jeder Schriftsteller lässt sich als Strolch fotografieren. Da habe ich einmal, Fräulein, einen amerikanischen Schriftsteller gesehen, entsetzlich. Die gleiche Type wie Graf Selikowski, der für seine Grobheit bekannt war.
Auch dieser eine Maler, der die Friedenstaube gemalt hat, gleicht auf der Fotografie einem Bettler von Bariazell. Heutigen Tags kämmen sich die Künstler der Haare ins Gesicht, wie im alten Österreich die Ausgedinger oder die Insassen von Armen- und Siechenhäusern. Die alte Zeit hatte zwar Bettler, aber sonst hielt sie auf Parade. Und der steinalte Greppel, der die Heimarbeit nach Olmütz kutschierte, steckte die Füße in kaltes Wasser, um nicht zu verschlafen, weil er keinen Wecker hatte. Im Winter schleppte er Holz im Wald und trug Ketten über der Schulter wie Satanas. Seine Frau donnerte er des Öfteren mit dem Kopf gegen einen Balken, damit sie sich bessere. Sie betete bis tief in die Nacht hinein, der Herrgott möge sie erhören und eine Fuhre Holz auf ihren Mann kippen. Deshalb wohl, sagte der Dichter Bonde zu mir, echte Poesie muss verletzen, wie wenn sie eine Rasierklinge im Taschentuch vergessen und sich beim Schneizen die Nase zerschneiden. Ein ordentliches Buch ist ja auch nicht dafür da, dass der Leser besser einschläft, sondern dass er aus dem Bett springt und in Unterhosen geradewegs zum Herrn Schriftsteller rennt und ihn feistlings belehrt. Das alles hat seine Ursache darin, dass zu Österreichs Zeiten der Mann für die Seele seiner Frau Gott direkt verantwortlich war. Towarek Zlojca, der ist wegen des Marktplatzpflasters wahnsinnig geworden und vielleicht auch deshalb, weil sein Sohn mit den Mädchen zur Probe Kinder machte. Und so schlug Towarek Zlojca immer mit dem Kopf gegen die Wand und sang, um Gottes Willen der Josef, um Gottes Willen der Josef, peng, peng, peng. Im Übrigen aber war er ein braver Mann, saß mit Bechine im Rathaus und stand dem Sokol vor, bloß die Pflasterung machte ihm zu schaffen oder möglicherweise auch sein Töchterchen, das einem Mann den höchsten Liebesbeweis geliefert hatte, was nicht ohne Folgen blieb. Sie sehen, mein Fräulein, die Menschen sind immerfort noch unaufgeklärt und anfällig für die Tragödie. Immerfort noch sieht es so aus, wenn einer die Wahrheit spricht, als würde er liegen. Das Rechte erkennt man immer zu spät. Darum ermahnt Battista in seiner Schrift über die Geschlechtsheilkunde den Mann, sich nicht übermäßiger Leidenschaft hinzugeben, am Nachmittag höchstens 3-mal, Katholiken 4-mal, auf dass sie nachher keine sündigen Gedanken mehr haben. Sie könnten sonst schlechte Erfahrungen machen, sowas zersetzt das Blut. Anfällig dafür sind vor allem Sultane, aber auch Päpste und Könige hatten damit nicht immer Glück. Nachher ist es zu spät. Eine fesche Schäne hat das Reich inzwischen schon aus den Angeln gehoben. Nicht einmal Goethe hat das ausgehalten, geschweige denn Mozart. Es ist zwar schön, wenn sich zwei, kaum dass sie einander sehen, bei den Händen fassen und gleich darauf überall, wo man sich fassen kann. Diese Dinge erregen vor allem die Kleider frommen Völker. Die Nacken sind einerseits nicht so wohllistig, andererseits haben sie weniger Taschendiebstähle. Mit Recht zerreißt sich der Pfarrer darüber das Maul. Karl IV. Hat 4 Frauen gehabt und wäre er nicht an Lungenentzündung gestorben, hätte er sicher noch Appetit auf eine 5. gekriegt. So ein Frauenspezialist war das. Man muss eben wissen, was echte Leidenschaft und was bloß Marotte ist. Heutzutage ist alles anders. Die Kinder studieren umsonst und die Väter schneiden sich schier die Kehle durch, weil ihre Kinder mehr Geld haben als sie selber. So war das halt. Zu Österreichs Zeiten durfte in der Rindsuppe der Safran nicht fehlen. Dieses feine Gewürz aus Kleinasien. Und mein Vetter erst, das war ein Fall. Oh, als geborener Zwilling wurde er auf den Namen Winczek getauft, während man den anderen Zwilling auf den Namen Ludwigczek taufte. Die beiden waren gerade 1 Jahr alt, da badete ihre Mutter sie in der Wanne, lief schnell für eine Minute zur Nachbarin und als sie nach einer halben Stunde zurückkam, war ein Zwilling ertrunken, aber weil sich die Zwillinge so glichen, wusste man nicht, welcher ertrunken war, Ludwigczek oder Winczek. Da warf man einen Sechser, Ludwigczek war der Adler und Winczek die Zahl, also war Ludwigczek ertrunken. Winczek jedoch, meinem Vetter, als er erwachsen war, wollte es nicht aus dem Kopf. Er hatte keine Arbeit und Zeit genug, so fragte er sich immer wieder, wer denn eigentlich ertrunken sei, ob nicht vielleicht Ludwigczek am Leben und er, Winczek, ertrunken sei. Und er fing mit dem Trinken an, dann ging er zum Wasser, er badete viel im Fluss, später auch in Bädern. Wahrscheinlich wollte er es genau wissen, weil er sich schließlich ertränkte, um sicher zu sein, dass er nicht schon damals in der Wanne ertrunken war. Das hängt auch damit zusammen, dass die Menschen zu Österreichs Zeiten Arbeit suchten, wogegen heute die Arbeit die Menschen sucht. Schon Sokrates hat festgestellt, die Hurerei ist die Beschäftigung von im Übrigen beschäftigungslosen Leuten. Mein Fräulein, ich bin in solchen Sachen immer vorsichtig gewesen. Dort, wo ich schusterte, hatten sie eine Tochter, die Magena. Bauch wie ein Doppelliter, Brust wie Maria Theresia, Hintern wie ein Stall oder Marktbrunnen
und die redeten auf mich ein. Heute schläfst du bei uns? Gebettet wurde ich neben dem Sparherd. Am Morgen langte mir Maschina ins Gesicht und packte ihre Brüste auf meine Brust. Ich fuhr hoch, denn ich war schon damals heikel wie ein sächsischer Kurfürst. Stieß dabei mit dem Kopf gegen den Herd und musste mir die Wunde in der Butter auswässern. Die Familie sprang nacheinander von den Betten und jubelte, wir werden Hochzeit haben. Doch ich ließ mich nicht unterkriegen. Wie Goethe behauptete ich, schwach auf der Brust zu sein und eher eine Neigung zu Gedichten zu haben. Da erschraken sie. Die Maschina kaufte mir zwar noch eine Krawatte und einen vernickelten Ring, aber ich hatte damals schon die Schrift des Herrn Battista über die Garantie des Eheklicks gelesen und deswegen bekam schließlich ein gewisser Jedrutka die Maschina. Sie hatten Not und 6 Kinder miteinander. Und der Jedrutka war ständig blau, er brauchte vor Maschina nur zu niesen. Schon war sie guter Hoffnung. Die Hälfte der Kinder wurde irrsinnig. Die andere Hälfte, als sie zur besseren Einsicht gelangte, nahm sich das Leben. Ein andermal ging ich mit der Tochter eines Defraudanten. Oh, mit der durfte nicht jeder kameradschaftlich verkehren. Wir spielten Diabolo miteinander und sobald sie sich biegte, schaute ich ihr in die Bluse. Ja, Suse. Suse hieß das Defraudantenkind. Sie hatte einen so schönen Busen, dass ich viel später noch, wenn ich daran dachte, zu stottern und Rechtschreibfehler zu machen anfing. Der Onkel war ein religiös veranlagter Fanatiker und ein schwärmerischer Verehrer unserer Berge, der die Erde kisste und die Zähne vor den Häusern niederriss. Im Himmel gibt es angeblich keine Zähne, also dürfen auf der Erde auch keine sein. Er war damals schon ein Prediger des Umackerns der Reine zwischen den Menschen, kniete auf dem Marktplatz herum und rief, die Liebe wird die Zähne zwischen den Menschen beseitigen. Die Leute aber verstanden es anders. Auf der Stelle gingen sie heim und legten sich mit den Frauen aufs Kanapee. Übrigens, das Stabsarztsähnchen von den Notars, seine Frau war ein Juwel, vom selben System wie Sie, mein Fräulein. Wenn die bei uns Milch holte, sagte sie zu mir, möchten Sie nicht für ein Weilchen mitkommen? Sie sehen wie der selige Strauß in seinen jungen Jahren aus. Also, der Stabsarzt hatte einen Militärrock, hellblau wie der Himmel und schwarze Hosen mit roten Lampassen. Welches Militär wollte sich mit dieser augenfälligen Eleganz messen? Heutzutage laufen die Soldaten wie die Gevatter herum. Damals hatte jeder die Taille geschniert wie ein Fräulein. Und wenn er auf Urlaub kam, da pinkelten die Mädchen vor Neid, weil die Soldaten Korsetts trugen. So ein Stabsarzt hatte 2 Knopfreihen und einen goldbeladenen Kragen. Nur dass Österreich außer Parade und Bettler noch die Disziplin hatte, wegen der die Soldaten oft verzweifelten. So sehr wurden sie gehunzt und geprügelt, eingesperrt und in Ketten gelegt. Na, fast wie im Konzentrationslager ging's zu. Aber was passierte unserem Bahnhofsvorsteher, der sich Truthähner hielt und vor Angst zitterte, ob sein Fahrdienstleiter auch richtig die Weichen stellte, wenn ein Schnellzug kam, sodass er immer persönlich kontrollieren ging, bis eines Tages der Schnellzug in seine Truthähner fuhr. Na, das war vielleicht ein Zirkus, denn ein Schnellzug zieht Papier und Zweige hinter sich her, während er dahin rast, so zerrt er auch Federn und Stücke von den Truthähnern mit. Ein Stationchen weiter fielen 3 Keilen auf den Fahrdienstleiter, 2 Stationchen weiter wurde der Vorstand mit Federn überschüttet wie aus einem Oberbett. Das ist so ein Schnellzug, das ist etwas. Wenn der durch einen Bahnhof rast, dem Vorstand in Liwice entriss der Luftzug die Beförderungsurkunde, sodass er die neue Uniform erst 14 Tage später anziehen konnte, als man die Urkunde 5 Stationen weiter fand. Mich machte man zum Gefreiten, doch ich wollte es nicht annehmen, weil man dann ständig auf Vedette und Patrouille muss und auf die Militärschule, wo am Waldrand alles auf eine Tafel gemalt wird und die Leutnante schreien, Scharschen zu mir! Und wenn einer urinieren will, muss er es melden, dann geht es an die Front, an der Straße, nehmen die unträglichen Zeichen zu, Munition, Granaten und Verwundete. Danach tauchte die Front vor mir auf, dieses Durcheinander. Einer spießte den anderen auf
aus Versehen und Blindheit und Schwäche, aber immer nur weiter und weiter, damit sich der Feind nicht eingraben konnte. Wie nervös die Offiziere waren. Ganze Schwadronen wälzten sich im Blut samt den Pferden und überall brannte es und Beime flogen durch die Luft. Sanitäter transportierten auf kleinen Pferden Verwundete irgendwohin in den Wald. Natürlich durften Freilands nicht in Frontnähe. Sie wurden in Przemysl und Krakau in öffentlichen Häusern untergebracht, deren Türen Fensterchen hatten. Ich schaute einmal hinein, da öffnete mir eine und sagte, was denn, Soldatchen? Manche wollten nachher Brot. Leutnant Hovorka riet uns lieber mit einem privaten Freilein zu flirten. Denen kauften wir Zuckerkekse. So bin ich stets Kavalier gewesen. Mir schrieben die allerersten Szenen Europas. In Ziegenhals hatte ich mir das Herz eines Fabrikantentöchterchens geneigt gemacht. Sie trug einen gelben Schleierhut und ein blaues Kleid. Ich ruderte sie über einen Waldteich und sang, mein Herz, das ist ein Bienenhaus. Und auf einmal begann der Kahn unterzugehen, aber ich rettete sie, weil das Wasser seicht war. Anna Hering hieß sie und schrieb mir rosarote Briefe. Unser ganzes Städtchen war auf den Beinen, mit wem ich da korrespondierte. Einmal schickte sie mir das Parfum, wie hat es geheißen? Maizauber, naja. Und ich, um vom Militär loszukommen, rauchte eine in Safran getauchte Virginia. Man musste hellisch aufpassen dabei, damit man nachher keine gelben Finger hatte. Darum zerbiss ich sie mir bis aufs Blut. Das Ganze war eine Leistung, wie wenn man ein schönes Freilein täuscht. Ein andermal widerfuhr mir die hohe Ehre, in die Haubitzenkaserne reiten zu dürfen, auf der Iduna. Der Stute des Generals, auch eine Schönheit. Eine braune mit einem weißen Stern auf der Stirn, wie ein Filmstar. Der Stern glich einem durchgeschossenen Taschentuch. Und während wir so dahin flogen, die Idona und ich auf ihr drauf, ritten wir eine Alte zusammen, die einen Purzelbaum schlug. Ich hatte schon Angst, die Idona könnte sich den Huf verletzt haben. Der General hätte mich vor das Kriegsgericht gestellt. Und als wir dann durch Olmütz flogen und Idona mit einem Satz durch Kasernentor stopp, konnte ich gerade noch den Kopf einziehen. Da hielt ich mich lieber an ihrem Hals fest, zu meinem Glück, denn sie jagte geradewegs in den Stall. Ich ging gleich in die Kantine einen Himbeersaft trinken. Seinerzeit war ein hübsches Mädchen dort, Tschilka hieß sie. Sie tanzte gleich mit mir. Die Chefin wurde eifersüchtig. Sofort hieß es, Tschilka, gehen Sie in die Küche. Und dann schmeichelte sich die Chefin bei mir ein und die Tschilka putzte Messer und zeigte hinterm Rücken ihrer Vorgesetzten, wie sie die am liebsten erdolchen würde. Und die Chefin sprach zu mir, Soldatchen, Sie sind aber temperamentvoll. Da erklärte ich ihr, dass ich in ihr Herz die Liebe stehlen würde, falls sie im Traum einen Fasan habe fangen wollen. Und sofort steckte mir die Chefin eine 100er-Packung ägyptische in die Tasche und bat mich, ich möge doch fortsetzen. Derweil winkte Tschilka in der Küche mit dem Messer, das sie gerade putzte, wie sie es der Chefin besorgen wolle, der ich gerade erzählte, der hübscheste Traum sei, eine gut geheizte Stube zu sehen, was Liebschaft zweier Personen bedeute. Und sie rutschte auf dem Stuhl hin und her. Ich flüsterte ihr ins Ohr, der allerliebste Traum sei wohl, wenn zwei Ochsen einander mit den Hörnern stießen. Das bringe wahres Glück in der Liebe. Und fügte hinzu, dass ich dabei draufgezahlt, dass ich eine hässliche Krankheit bekommen und dass ich mich in Brajdin hatte ausheilen lassen müssen. Und schon regte die Chefin von mir ab, langte mir in die Tasche, um die ägyptischen herauszufischen. Doch ich sagte, geschenkt ist geschenkt und bleibt geschenkt. Sie sah es wohl ein, denn sie spendierte mir noch ein Gläschen auf den Heimweg und bedankte sich noch, weil ich sie freundlicherweise vorher darauf aufmerksam gemacht hatte. Sie habe auch schon so eine Krankheit gehabt. 3 Tage später fuhr ich nach Jugoslawien ans Meer. Ach, tobte dort ein Sturm. Dieser Wahnsinn der Natur. Wenn der einen Mann in den Hosenschlitz fährt, macht er ihn zum Schriftsteller. Wählen wir unser Haus, bis auf den Weg heraus wird da ein Kahn geworfen. Gerell, breckelt und prasselt von den Felsen ein derartiger Sturm, stürzt sogar einen Waggon um, reißt Menschen samt ihren Eseln in die See, wenn sie aus den Weinbergen heimkehren. Es bilden sich Wasserhosen. Wie Türme sehen die aus. Und wir Soldaten litten Not und Hunger. Ježiš Maria, tote Fische haben wir gefressen. Der Geist der Armee sank, wir gingen betteln. Zwar prangte auf der Kaserne die goldene Aufschrift Vojarna Krale Jusupa, aber der Oberleutnant kratzte den Kukuruzkessel aus. Ein Oberleutnant. Leider musste ich zu einer Handgranatenübung. Die Dinger sehen wie, ungefähr wie Birnen aus, mein Fräulein, nur dass statt der Stängeln Schnierchen hervorschauen. Der Zugführer zeigte uns anhand einer Imitation, wie man nach dem Herausreißen des Schnierchens bis 12 zählt und dann wirft.
aber als er nachher auf den Apport ging, unterschob ihm irgendein Tachinierer eine richtige Handgranate. Und bei der Wiederholung, bumm, riss es dem Zugführer die Hand ab, die zum Fenster hinausflog und dem Hauptmann Tonser gegen das Ohr, der ritt nämlich gerade salutierend vorbei. Mir aber passierte der Fall, dass beim Rapport, als die Namen derer ausgerufen wurden, die gefallen waren, auch mein Name fiel, sogar die Geburt stimmte, da meldete ich mich, aber ich lebe ja noch. Und schon musste ich zum Rapport und bekam 15 Tage Arrest, weil ich mit dem Rapport geredet hatte. Die Kameraden meinten, Mensch, sowas Herrn, schon gehe ich heim und lege mich hin. Und wenn der Krieg vorbei ist, radiere ich mich aus dem Kriegerdenkmal aus. Ich aber stand gern vorm Spiegel, staunte, wie mir die Uniform saß, als ginge die Sonne selber spazieren. So war es, wenn ich Ausgang hatte. Hellblaue Bluse, schwarze Hose mit roten Paspeln, Lackkoppel, Nickelbajonett, Mütze mit goldener Borte und unter der Mütze kein Bohnenstroh, sondern ein Lavoir voll feinster Gehirnmasse, lauter Furchen und Windungen. Ach, der Edison, der einen Apparat erfunden hat, so dass die Leute nicht mehr ins Theater oder ins Konzert gehen müssen und alles zu Hause in Potschen anhören können, den Phonographen etwas, was vorher nicht da war. 3 Tage lang hockte der Arme auf dem Stuhl und dachte an die Kopfhörer. Tja, mein Fräulein, auch die schönste Frau kann sich mit einem berühmten Mann nicht messen. Im katholischen Haus wollte ich mit einer schönen den Spagat probieren und zog mir einen Bruch zu. Bei einem Mann ist das nicht so wild, dem steht alles. Doch bei einer Frau, wenn die ein Bruchband trägt und der schmachtende Mann stößt auf den kalten Gurt mit der Nickelfeder, sind gleich die Ideale hin und die Geliste dazu. An Fronleichnam zogen wir ruhmreich im Schemischl ein. Im Straßengraben lag ein Fräulein, sie zeigte mit dem Finger auf sich und rief den Soldaten zu, feiert den Sieg unserer Waffen. Aber kein Soldat hatte Lust dazu, weil sie hässlich war wie eine türkische Nacht. Und außerdem, sowas mache ich nicht. Ich siegte anders. Im Lazarett pflegten mich Baroninnen und als die Republik kam, wieder Sokolinen, feine Krankenschwestern waren das. Na, einer rasierte mir den Bauch und bereitete mich für die Operation vor, weil der Chefarzt am Tag vorher gesagt hatte, also, Sie werden aufgetrennt, unterschreiben Sie den Revers, falls Sie uns unter Messer bleiben. No, Mut sprach er mir auf diese Weise zu und er setzte sich eine weiße Mütze auf wie ein Konditor. Und die Schwestern zogen ihm Handschuhe an wie einem Kind und schon wollte er sich über mich hermachen, als die Tür aufging und eine alte Frau mit einem Korb erschien und fragte, wo denn ihr Mann liege. Sie habe ihm Schweinernes mit Kraut gebracht. Da packte sie der Chefarzt, ein Riese voll Ingrimm, und versetzte ihr einen Stoß und schrie den Portier an, wie denn nur die Alte hereinkommen konnte, wo er doch jetzt in mein Blut eintauchen und meinen Bruch nähen müsse. Was für eine Freude war es dann, das Spital zu verlassen und wieder Ausschau zu halten, ganz nach dem Lied. Schön ist es bestellt, um Gottes prächtige Welt, tralala, tralala. Ja, die Freidenker warfen der Kirche vor, warum Christus, wenn er Gott sei, mit einer gefallenen Frau Umgang gepflogen habe. Da lässt sich nichts machen, sage ich, einer schönen erwehre nicht einmal ich mich, geschweige der Herr Jesus Christus, der seinerzeit ein schöner Mann war, wie der Tomix, noch gerade 30. Und sehen Sie, Maria Magdalena, auch wenn sie vom Beruf eine solche gewesen ist, sie hat sich eben doch hochgearbeitet zur Heiligkeit und hat Wohlgefallen im Himmel erregt und hat Christus nicht verraten und ihm das Blut mit ihrem Haar weggewischt, während er am Kreuze hing, weil er den sozialen Fortschritt predigte und dass die Menschen alle gleich sind. Darum habe ich übrigens keine Kinder. Ich will nicht, dass sich mein Blut fortsetzt. Außerdem, wer garantiert mir, dass das Kind mir nachschlägt? Die Frauen machten mir Vorwürfe, naja, aber wer drückt ihnen auf dem Sterbebett die Augen zu? Ich bin anderer Meinung. Das ist mal zu Österreichs Zeiten so gewesen, als die Leute noch zu Hause starben. Heute kommt das Sanitätsauto, kaum dass man ein bisschen zu welken beginnt, und nimmt einen mit und man stirbt allein hinter der spanischen Wand. Verwandte machen sich jetzt gar keine Umstände mehr. Der Zauber des Geldes ist dahin. Am besten wäre es, wenn sich die Menschen auf der ganzen Welt einigen und mit Kindern Ruhe geben würden. Bei Ausfliegen fällt man ja nur noch übereinander. Gehaltsabzüge sollten eingeführt werden. Bei einem Kind 50 Kronen weniger, bei 2 Kindern 100, bei 3 Kindern 300
und bei 5 Kindern müsste die Hälfte des Gehaltes gestrichen werden und eine Tracht Pregel mitten auf dem Marktplatz müsste es obendrein setzen. Die ganze Regelung sollte zumindest so lange gelten, bis man wieder mit einer Dame den Wald besuchen und der europäischen Renaissance huldigen kann, ohne dass einem dabei eine Menge Leute zuschaut. Heutigen Tags liegen die Urlauber bei der Rekreation nebeneinander wie Gräber auf dem Friedhof. Doch wer die Przemyslowitscher gesehen hätte, wenn sie zur Musterung gingen, die Dorfleute waren gut genährt, lauter Wilderer, ein prächtiger Anblick. Der Bürgermeister selbst führte sie zur Musterung, lauter Bänder und Schleifen aus. Übermut verhauten sie sämtliche Dörfer ringsum und trieben die Deutschen ins Brauhaus und stießen dem Bürgermeister zum Andenken ein Klappmesser in die Haut. Denen genügte ein schiefer Blick und schon kostete es die Zähne. Eine Parade aber war diese Blüte des mährischen Volkes, stramme Burschen und der Ingrim selber. Sie hatten zweierlei Musiken und an Kirchweih und an Festtagen erstrahlte das Dorf von Blumen und von Zierwerk. Bekränzt war es und blitzblank, doch alle Augenblick trug einer seine Gedärme im Kiebel weg. Ja, zu Zeiten Österreichs kamen viele bei Wirtshausschlägereien um oder auf dem Heimweg oder sie erhängten sich, weil sie zu viel Kinder hatten. Einmal ging eine Gendarmpatrouille und machte in einem Wirtshaus Halt und genehmigte sich ein Schnitzel. Und weil es ihm geschmeckt hatte, genehmigte er sich noch eins. Da aber die Wirtin lange nicht kam, ging er sie suchen. Sie war im Keller, an einem Haken hing ihre Tochter, nackt, und die Wirtin schnitt aus ihr das Schnitzel. Jesus Maria, der Gendarm legte ihr Handschellen an und führte sie dem Gericht vor. Solche Sachen erzählten sich früher die Leute gern, als sie Radio und Fernsehen noch selber machten. Ich jedoch flanierte lieber durch die Stadt im englischen Anzug und auf dem Kopf einen Lopon, diesen Hut mit der breiten Krempe. Es war nett, in die Auslagen zu schauen. Eine Drogerie in Olmütz war voll von Toilettseifen mit Waldveilchenduft, Glycerinseifen der Marken Lila Blanc und Violetta de Nietzsche und extra feine Seifen der Marke, also ich sehe es noch vor mir, Rosa de Shiraz. Einmal überfiel mich hinter der Maria-Schnee-Kaserne ein Dragoner und rief, Geld oder Leben. Ein anderer wäre umgefallen, ich aber zog den Browning wie Tom Mix und sagte, ist dir dein Leben lieb, dann sieh zu, dass du fortkommst oder ich erschieße mich. Als ich seinerzeit für 14 Tage zu meinem Bruder kam und 30 Jahre blieb, gab man mir eine Mexikanerin, das ist eine Flinte, damit ich die Treibriemen hinterm Brauhaus bewachte. Nachts kam dann der Gendarm, ich riss die Flinte von der Schulter und schoss. Die Kugel prallten vom Brickengeländer ab und pfiffen. Klar, ich werde doch nicht lange fragen, wer da? Ein österreichischer Soldat muss immer als erster schießen, damit er Sieger wird. Einer Schänen kaufte ich Liliencreme für zart weißen Teint der Marke Steckenpferd aus einer Radebeiler Firma für Havredas-Denker, das diskrete und garantiert wirksame Mittel Sinulin, ausgezeichnet mit der Goldmedaille auf der Weltausstellung in Chicago. Die Denker fragte mich, was ich dafür möchte, und ich sagte, dass ich mit ihr spazieren gehen möchte und dass sie vom Sonnenstich betroffen werden sollte. Da lachte sie und wollte wissen, warum. Ich antwortete, laut dem sanitaristischen Handbuch ist es für vom Sonnenstich Betroffene das Beste, die Bluse zu öffnen und die Brust mit lauem Wasser abzuwaschen. Da rief die Zdenka, du Stier, erlaubst dir allerhand. So ist die Welt immerfort schön. Nicht, dass es wirklich wäre, aber so wie ich sie sehe, der Puschkin. Hat sie im Film auch so gesehen? Der Arme wurde vorzeitig in den Kopf getroffen und aus war es. Aus dem Schussloch flossen seine letzten Gedichte. Schon nach der Fotografie nahm ich an, dass er zur europäischen Renaissance gehört. Er hatte einen hübschen Backenbart, einen wie ihn der selige Kaiser Franzl und der Komponist Strauss trug. Noch danach entdeckte ich in der Drogerie eine Reihe Fläschchen für üppigen Haarwuchs der Marke Perutanin. Auf den Fläschchen waren die beiden Töchter des Erfinders abgebildet, mit Haaren bis zu den Knöcheln. Freilich schätzte man in Österreich nicht so sehr den üppigen Haarwuchs wie den üppigen Busen. Manche hatten ihn, sodass sie einen Rucksack tragen mussten und einen Ziegel darin, um nicht vornüber zu kippen. Das waren Dingerchen, diese Liebeskeder von aller Herrgottsfrühe, dachte ganz Österreich an nichts anderes als an Busen. Die Frauenzimmer stopften ihre Mieder aus und in der Familie galt es als Unglücksfall, wenn die Tochter nicht Brüste hatte wie Bierkriege. Jetzt kommen sie wieder in Mode.
Wieder sind die Frauen, was diese Seite anbelangt, wie zu Zeiten Österreichs. Bei der Spartakiade sah ich richtige Riesinnen, Mädchen, wie sie sich in Massen durch die Fernsehapparate wälzten, in Turnhosen und Leibchen, gleich der Maria Theresia schritten sie daher. Von ihrem Anblick, von diesem Defilé des Volkes, waren die Männer am Abend ganz angegriffen. Seinerzeit kaufte ich mir einen Nasenrichter, den steckt man auf die Nase, wie die Frauen ihre Lockenwickler ins Haar. Festgezurrt wurde er mit einem Schreibchen, je nachdem, was man für eine Nase haben wollte. Ich wollte eine, wie Rudolf Valentino sie hatte. Der alte Schepper und ich fuhren damals mit einem Ochsengespann Bier aus. Aber die Ochsen legten sich beim Bahnhof aufs Gleis und der Schrankenwärter konnte seine Schranken nicht herunterlassen und der Zug musste halten und die Maschinisten sprangen ab und die Kondukteure drehten die Schwänze, aber die Ochsen blieben liegen und der Zug hatte schon 10 Minuten Verspätung. Der Zugführer stand mit der Taschenuhr vor dem Dilemma und zählte auf dem Zifferblatt die Minuten nach. Und der Fahrdienstleiter gab den Ochsen das Zeichen, doch sie wiederkeiten nur, bis sich ein Milchmann erinnerte, dass am besten hilft, wenn man beiden Ochsen gleichzeitig Wasser in die Ohren spritzt. Und wirklich, die Ochsen hoben die Schwänze und jagten los und schnitten die Kurven, dass wir einige Fässchen Bier verloren und der Direktor uns zusammenstauchte und sich so aufregte, dass er mir befahl, schnell, hier haben Sie das Velociped und holen Sie mir ägyptische in der Trafik. Und ich schob das Velociped bis zur Trafik und als ich dann zu Fuß die Zigaretten angefahren brachte, fauchte mich der Direktor an, wo waren Sie so lange? Und ich sagte, ich kann nicht Velociped fahren. Tja, so ist das gewesen. Die Zdenitschka, herausstaffiert wie der Papst, schlich mir bis in die Brauerei nach. Sie wolle vertraulich mit mir reden. Wir gingen ins Gesindehaus. Die Melzer dachten, sie sei von mir in anderen Umständen, aber ich wollte ihr nur das Bild über meinem Bett zeigen, auf dem ein gewisser Othello seine Geliebte ermordet. Zdenitschka jedoch hängte in aller Ruhe eine Decke vors Fenster, worauf der Direktor den Melzern auftrug, eine Leiter zu bringen, um dann höchstpersönlich hinaufzusteigen und im ersten Stock ins Gesindehaus zu schauen. Ich gewahrte über dem Deckenrand sein Gesicht, dahinter am Himmel eine Wolke, von gleißendem Licht umgeben und in der Mitte schwarz wie ein Kamin. Doch ich erzählte Zdenitschka auf dem Kabarett nur, wie der Kaluscha und der Halisch den Letzian verhafteten und wie der Letzian nachher auf der Richtstätte stand und zum Henker Wohlschläger sagte, mach schon, du hast kalte Pfoten. Und Zdenitschka meinte, eine Ehe mit mir müsse paradiesisch sein. Doch ich brachte sie behutsam davon ab, sagte, dass ich für die Ehe keine ausreichend entwickelten verbrecherischen Neigungen hätte. Wenn dann Kinder kämen, sei das ein Malheur. Sogar der Kaiser springe da nachts aus dem Bett. Und ein Komponist namens Schumann sei deswegen ins kalte Wasser gestiegen und habe im Film zu seiner Frau gesagt, die Menschen sind Marionetten. No, so bekommt einer Inspirationen. Natürlich, wenn das neue Werkchen fertig ist, kann er sich seinen Schnaps leisten und spazieren gehen. Zdenitschka legte mir noch ans Herz, ich solle abends zu ihr kommen. Sie werde mir ihre gestreiften Bettbezüge und neuen Grammophonplatten zeigen. Der Silberfarn und das charakteristische Intermezzo, die Miele im Schwarzwald. Nachher ging sie an der Melzerei vorbei und den Kerlen lief der Speichel herunter wie Bernardinern, als sie das mollige Spielzeug der Natur sahen. Der Direktor stierte ihr durchs Fernglas nach. Ich aber hatte schon die Holzschaufel auf der Schulter und ging die keimende Gerste wenden und dachte dabei an Smetana, dass er eigentlich ein Sklave gewesen war und kein Herr. Am Ende, als er schon bald starb, packte man ihm in seine Notenblätter Würste, 2 Koffer voll. Das kommt davon, dass man dem Volk die Freizeit angenehmer gestalten will, was auch der Dvorak vorhatte. Zu meinem Neffen kam der Dichter Bondi mit dem Kinderwagen, in dem er seine 2 Kinder kutschierte. Bondi und mein Neffe tranken 3 Kannen Bier und holten für die Nacht sogar welches im Lavoir, weil die Gassenschenke geschlossen wurde, und führten ihre akademische Debatte weiter, bis der Schlaf sie übermannte. Mein Neffe wachte plötzlich auf, aha, der Wasserhahn tropft, und er machte Licht. Aber der arme Bondi pinkelte seine 2 Kannen Bier auf den Teppich und fiel wieder um und schlief weiter. Gegen Morgen weckten ihn die Kinder und er guckte und begann mir nichts, dir nichts zu schreien. Ich hab es, ich hab es, ich hab es. Er jauchzte und hüpfte auf dem triefnassen Teppich. Leitchen, schrie er,
Nicht nur jene gehen mit uns, die nicht mit uns gehen, sondern es gehen auch diejenigen mit uns, welche gegen uns gehen, weil man sich von der Epoche eben nicht abscheren kann. So ist es, Fräulein, so steht es mit der Vorliebe der Dichter für Suff und Meditation. Wenn die Verzweiflung nahe ist, öffnet sich der Himmel und eine Hand hilft dem Gedanken ans Licht. Sokrates und Christus haben keine Zeile geschrieben. Und sehen Sie, bis heute taugt ihre Lehre was, während andere immer unbekannter werden, je mehr Bücher sie veröffentlichen. Das ist der Aufstand der Geschichte, so wie es zu Österreichs Zeiten kein Fernsehen gab. Die Menschen mussten alles selber machen, auch das Radio. Sie wohnten zusammengepfercht. Bei armen Leuten wurde das Bett nie kalt. Sie lästen einander beim Schlafen ab. Einer war Portier im Hotel, der kroch ins warme Bett. Wenn es der andere verließ, der tagsüber arbeitete. Dagegen der Olanek, der hatte ja was Tolles angestellt. Wir gratulierten ihm am Marktplatz zum 50. und fragten ihn, wie steht es mit der Gesundheit? Alles in Ordnung? Olanek, nicht faul, zog sein Geschlecht heraus und weil er 10 Biere getrunken hatte, pisste er im hohen Bogen auf die Reklame der Nach- oder Webereien bis auf den Strich über dem A und unter dem Bogen ging der Herr Notar durch und grüßte uns. Ein andermal veranstalteten sie einen Wettkampf im Weitpinkeln im Gasthof Terrasse. Olanek sah sich schon als Sieger, doch das sah so ein Kauz wie ein Bettler von Maria Zell sah der aus. Der fragte, ob er sich auch beteiligen könne. Und Olanek stimmte unter der Bedingung zu, dass als Einsatz 1 Liter Flasche französischen Cognacs gelten müsse. Also kamen 2 Flaschen auf den Tisch, Mitternacht war vorbei, man ging wieder auf die Terrasse hinaus, der Kauz knöpfte seinen Hosenladen auf und schon gab es ein Hallo, auf der anderen Straßenseite stand ein Heißchen und der Mann traf über das Heißchen weg und wir hörten es in der Elbe plätschern. Ich war auch dabei, als Auffenberg und Dankel die erste Offensive starteten, die beiden Marschälle mit den Zwickern. Und mir glückte es, die Ziegel von Konrad von Hetzendorf zu halten. Die von seiner Stute natürlich, ein alter Kerl, aber kerzengerade wie ein Fräulein. Sein Sohn fiel bei Gorodienka in den Sümpfen. Sie wären alle besser daheim auf ihren Hintern hocken geblieben. Was hatten sie anderswo zu suchen, oder? Der Konrad Hetzendorf gehörte zur kaiserlichen Familie. Er war Erzherzog, trug ein Abzeichen, so ein Schäflein, ein Lämmlein am Hals. Allerdings schaute es beim Kaiser nach oben, bei Konrad von Hetzendorf nach unten. Wie oft träumte ich von Affen, was nach dem Traumbuch schwere Krankheit oder Liebesglück bedeutet. Ein anderes Mal sah ich nachts einen Dolch in einer Brust stecken, was erwiderte Liebe heißt. Der Fürst Liechtenstein hingegen hatte 100 Herrschaften, aber um keine Steuern zahlen und kein eigenes Militär halten zu müssen, vereinigte er sie zu 99. Allerdings hatte er das Pech, dass ihm die Doktoren das Geschlecht amputierten und stattdessen ein Silberrährchen verpassten. Sehen Sie, mein Fräulein, so reich und trotzdem so machtlos. Deshalb sollten Sie alles gemäß der Schrift des Herrn Battista betrachten, damit Sie keine Katze im Sack kaufen. Es ist nämlich eine Qual, wenn das nicht mehr stimmt, so pflegt es nun mal zu gehen. Der eine springt meinetwegen auf die ärgste Stute und es passiert ihm nichts. Der andere hingegen erwischt bei größter Vorsicht eine Krankheit. Die eine springt von der Leiter, um eine Fehlgeburt zu haben, aber nichts geschieht. Die andere wieder passt auf, schneizt sich nur mal stärker und hat schon einen Abgang. Mich hatten die Menschen manchmal schrecklich gern. Ich hielt da ein Dämchen bei der Hand und wir schauten von der Brücke in die Wellen und den braunen Himmel und ich erzählte ihr, dass es in unserem Städtchen 32 Kneipen gäbe und in 28 davon Fräuleins, dass die ganze Stadt verrückt nach Theater sei und dass wir 5 Theater hätten. Die besten Stücke aber wurden im katholischen Haus gespielt vom Kutscherverein. Den größten Erfolg hatte der Sommernachtstraum. Nur Mitglieder des Kutschervereins spielten mit, die sich vorher alle rasieren lassen mussten. Der eine, der den Puck gab, bekam Ischias, denn man spielte im Winter. Diejenigen, die als Elfen umherhüpften, zählten die Schritte und funzelten mit Taschenlampen und der mit dem
Eselskopf, fiel in die Versenkung und schrie, ein Jod bitte, ein Jod bitte. Und die Leute klatschten bei offener Szene Beifall. Ein Fähnrich, ein Mordsmann wie Bauer, der spielend eine Kuh stemmte und den Frischstein zu Boden streckte. Dieser Fähnrich also forderte mich auf dem Exerzierplatz auf, ihn wie einen Feind zu behandeln. Wir übten gerade Parade rechts und Parade links, den Zweikampf mit aufgepflanztem Bajonett. Wir nahmen Aufstellung und ich stieß sofort zu und traf mit der Bajonettspitze, auf der ein Knollen steckte, meinen Fähnrich direkt am Kinn. Er schlug einen Salto und schon mussten die Bosniaken Wiederbelebungsversuche an ihm machen und mich brillten die Leutnante an, sie hätten ihn umbringen können. Und ich sagte, er hat mich selbst aufgefordert, ihn wie einen Feind zu behandeln. Aber die Leutnante brillten weiter, sie hätten zuerst Parade rechts und Parade links machen müssen und dann erst den einfachen Stoß. Doch ich meinte, woher denn? Mit dem Feind mache ich nicht erst lange Parade rechts und Parade links. Bei mir kommt gleich der einfache Stoß. Und wieder war ich Sieger. Jesus, wie kommt es, dass die einen alles nachgeworfen bekommen? Und fuhr ich doch einmal aus Steinbruck hinaus. Der Personenzug ging nicht. Der Fahrdienstleiter steckte mich in den Schnellzug und schon nahm sich meiner die Kondukterin an. Schick wie das Fräulein Sikorowa. Sie schob mich in die erste Klasse, einen anderen hätten sie hinausgeworfen und ihm mit der Zwickzange auf die Nase gepocht. Mir jedoch bot sie eine ägyptische an. Da kam irgend so ein Gelegenheitsarbeiter von der Strecke, so ein unrasierter Glatzkopf mit Pfeife, aber die Kondukterin verscheuchte ihn. Marsch, Mann, Sie haben bloß 3. Klasse. Ich sagte, ich habe auch nur 3. Klasse. Doch sie rieb ihr Knie an dem meinen und flüsterte, wenn wir in Wien sind, gehen wir bummeln. Tja, Frauenzimmer können zudringlich sein. Meisterinnen darin waren die Polinnen. Eine setzte sich mir im Lazarett aufs Bett und der Oberarzt tobte Miststück. Ihr Vorname war Jadwiga. Männer waren ihr lieber als Essen. Wenn ich mal die Wirtschaft unterhielt, legten die Polizisten Gewehr und Gürtel ab und sagten, Herr, Sie haben einen Charme wie ein Heiratsschwindler. Ich aber zog dem einen das Bajonett heraus und spitzte damit den Bleistift der Kellnerin, wie es Chaplin machte, Charlie Chaplin. Hatte ich dann alle Kneipen durch, ging ich heim in die Brauerei, wo mir jedoch keiner Vorwürfe machen durfte, sonst sprang ich über das Meierchen und zog von neuem los. Einmal kamen Händler und bestellten Wein und Likör und ein Soldat stieg aufs Billard und machte lebende Bilder, hängte sich einen Kiebel Wasser ans Geschlecht. Ein Akrobat war nichts dagegen, die Frauenzimmer streiten heute noch deswegen. Einer bestellte eine Virginia für mich und mir wurde schlecht. Und ich fiel um und die Polizisten kutschierten mich in die Brauerei wie Linoleum auf einem Karren. Der Maschinist Konopek, der das Helikon blies, dieses Instrument mit dem Mundstück wie ein Nachttopf, in das hineingepustet wird. Also der Konopek behauptete immer, ernste Musik sei anstrengend. Er kriege von dem Helikonblasen jedes Mal einen Kehlkopf wie ein Stier. Sein Großvater, der sei eines Tages von der Kirchweih heimgefahren, wo er auch das Helikon geblasen hatte, und als er aus dem Wald hinausfuhr, riss der Wind das Helikon zurück und der Großvater erstickte im Riemenzeug. Ach, den Goldschmied Dubowski interessierte es, was seine Tochter mit ihrem Verlobten tat, wenn er mal nicht zu Hause war. Darum ging er zum Schein ins Kino. In Wirklichkeit aber kroch er unter das Kanapee und dann hörte er die Tochter mit dem Kerl kommen und sah dessen Stiefel. Die zwei ließen sich auf dem Kanapee nieder und die Federn drückten dem Goldschmied Dubowski auf den Bauch. Er sah noch ein Kleidungsstück und Unterwäsche fallen und die Stiefel sich emporschwingen. Sonst sah der Goldschmied nichts mehr, denn eine Kanapeefeder traf ihn in den Hals. Er schrie, doch es nutzte nichts. Seine Tochter und ihr Verlobter hörten ihn nicht, sie schrien auch. Erst nachher rückten sie das Kanapee vor und zogen die Feder aus dem Hals vom Goldschmied Dubowski, welcher den Schleier der europäischen Renaissance hatte liften wollen. Der Dichter Bondier, der so oft mit dem Kinderwagen und seinen 2 Kindern unterwegs war, vertraute mir gelegentlich an, dass er Gedichte jetzt nur mehr auf dem Abort schreibe. Dort hocke er, das Nudelbrett auf den Knien und das Heft darauf, aber auch dort habe er keine Ruhe vor den Kindern. Sie klopften gegen die Tür, das hätte sogar Goethe irritiert, der ja allerhand gewöhnt war. So also saß ich, mein Fräulein, auf dem Feierlöscher der Marke Minimax. 6 Fräuleins lagen in der Sonne und hörten sie an, was ich zu erzählen hatte. Der Herr Dekan stand auf der Gießkanne und ließ die Arme über den Zaun hängen und starrte mich wie eine Erscheinung an. Doch ich war lediglich lesegebildet durch die Weltschau und Havlicek
und durch die Schrift des Herrn Battista über die Geschlechtsheilkunde.